Battlefield, Elden Ring, Death Stranding, die wichtigsten Spiele der E3 und Xbox Gaming ohne Konsole. Alle wichtigen News der Woche jetzt. Bevor wir zu den interessantesten Neuankündigungen rund um die E3 kommen, zunächst mal ein Blick auf PlayStation und Xbox. Diese Woche gab es ein Update zur PS5, auf der PS5 Version 21.01-03.20.00. Und dieses Systemupdate hat keine neuen Funktionen gebracht, sondern hat nur die Systemleistung verbessert, was auch natürlich bedeutet, dass irgendwelche Fehler bereinigt worden sind. Es gab auch gleichzeitig ein Update für den DualSense Controller, das ihr euch habt auch aufspielen können auf der PS5. Dann zu einer interessanten Ankündigung von Microsoft. In einem neuen Blog-Eintrag auf Xbox Wire heißt es, Microsofts Mission im Gaming, Spaß und Gemeinschaft für alle. Und da gibt es einen interessanten Absatz darüber, dass sie eigentlich das Xbox möglichst auf vielen oder noch mehr Bildschirmen Einzug halten soll. Und zwar gleichermaßen Xbox, genauso wie der Xbox Game Pass. Und hier heißt es auch, Xbox arbeitet weltweit mit TV-Herstellern, um die Xbox Experience direkt auf TVs einzubinden, die mit dem Internet verbunden sind, ohne zusätzliche Hardware-Anforderungen bis auf den Controller. Und das ist ein Konzept, das kennen wir eigentlich schon, das hat Google Stadia schon gemacht. Und das macht jetzt Microsoft auch. Und was ich eben dahingehend interessant finde, ist, dass sie eben, na klar, mit vielen Herstellern da kooperieren, was logisch ist in diesem Fall. Und dass es auch heißt, dass Xbox an eigenen Streaming-Services für Cloud Gaming arbeitet, um noch mehr Spieler und so weiter auf jedem TV oder Monitor zu erreichen. Ganz ohne Konsole. Und das ist das Interessante, dass quasi Microsoft immer mehr die Xbox als Plattform, als Softwareplattform ansieht. Und die Xbox, die Konsole, einfach eines der Medien ist, die das abspielen kann, aber nicht zwingend Voraussetzung ist dafür. Und interessant auch noch dahingehend ist, dass es, heißt es hier, später in diesem Jahr erscheint Cloud Gaming in der Xbox-App auf PC. Cloud Gaming haben wir jetzt schon über Android, der Cloud Gaming Service, der Spiele-Streaming Service. Und natürlich darüber hinaus wird Cloud Gaming auch in die Konsole integriert, das heißt auf der Xbox. Da warten wir auch noch drauf, bis es das Streaming-Angebot gibt. Das wird wohl später in diesem Jahr kommen. Die Geschichte mit den Fernsehern ohne Konsole, das ist noch Zukunftsmusik, denke ich. Aber mal abwarten, wann es da was Neues gibt dazu. Wir bleiben gleich bei der Xbox und zwar, diese Woche ist das Gerät, die Xbox Series X, in China erschienen. Und zwar quasi fast einen Monat nachdem die PS5 rausgekommen ist. Die Nintendo Switch gibt es auch schon auf dem chinesischen Markt und jetzt ist eben auch die Xbox mit am Start. Das ist deswegen auch interessant, weil früher waren eigentlich Geräte in China normalerweise nicht erhältlich und höchstens nur als Grauimporte, denn man muss quasi auch offiziell offiziell eine Niederlassung eröffnen in China, damit man hier überhaupt Geräte verkaufen darf. Und in dem Fall ist das Best TV, was auch auf dem Logo von der Xbox tatsächlich groß prangt, anstatt dem Microsoft-Logo. Jetzt aber zur E3 und die bisher wichtigsten Spieleankündigungen. Wir haben jetzt die E3, die läuft jetzt irgendwie so langsam an, beziehungsweise ist schon mitten dabei, aber im Vorfeld wurde schon vieles Interessantes angekündigt. Und ich denke, dass mit das wichtigste Spiel ist dabei Battlefield 2042. Da dürft ihr dreimal raten, in welchem Jahr das spielt. Und ja, es ist ein Zukunftsszenario. Bisschen ähnlich, mich erinnert das immer an Battlefield 4, was sehr viele Fans bestimmt auch freuen wird, weil das auch sehr viele Leute natürlich in guter Erinnerung haben. Und jetzt haben wir eben das Ganze mit dem neuen Teil, der am 22. Oktober erscheint und der Multiplayer-Schlachten mit bis zu 128 Spielern bietet. Zumindest auf den Next-Gen-Konsolen und auf dem PC. Auf den alten Konsolen, PS4, Xbox One, da sind es nur 64 Spieler. Dazu gibt es, damit auch genug Platz ist, die größten Maps der Seriengeschichte sind angekündigt, auch in verschiedensten weltweiten Szenarien. Und auf den Maps gibt es verschiedenste Ereignisse, die eben das ganze Blatt wenden können. Dazu gibt es natürlich die altgewohnten Spielmodi, aber auch neue Spielmodi. Und ein Spielmodus, der wurde noch nicht gezeigt, der soll erst im Juli kommen. Wo gemunkelt wird, das könnte vielleicht ein Battle Royale-Modus werden. Außerdem wird es am Sonntag, glaube ich, noch Gameplay wird gezeigt werden, offizielles.
Und dann gibt es noch ein kleines Problem. Es gibt keine Singleplayer-Kampagne in Battlefield 2042. Der Hersteller, also der Entwickler DICE, Entschuldigung, die mit der Frostbite Engine arbeiten, die konzentrieren sich voll auf Multiplayer. Und wenn ihr trotzdem als Solo spielen wollt, geht das trotzdem, denn ihr könnt tatsächlich die großen, bei den großen Schlachten mit teilnehmen, dank KI-Bots, die dann mit spielen. Die zweite wirklich interessante Ankündigung ist Elden Ring, das jetzt groß enthüllt wurde, dass auch vormals schon angedeutet wurde, dass da etwas kommt und dass das Spiel von From Software, das neue, von den Machern von Dark Souls und Bloodborne. Und deswegen könnte man da schon hellhörig werden, weil das natürlich auch wieder ein Spiel ist mit diesem bekannten Souls-Prinzip. Allerdings in einem gewissen, bisschen anderen Fantasy-Setting. Das Spiel kommt für die PlayStation, Xbox und PC am 21. Januar heraus. Und wird garantiert natürlich auch wieder bockschwer, denn es hat natürlich sehr, sehr taktische Kämpfe, wo man wirklich klug planen muss, wann man zuschlägt und wann man sich lieber zurückzieht. Interessant ist übrigens auch, dass bei Elden Ring hier ein Pferd zu sehen war, was bei den Souls-Spielen bisher eigentlich nicht der Fall war, da ist man immer nur zu Fuß unterwegs gewesen. Mal sehen, wie sich das Ganze ins Spiel integriert. Weiter zu Death Stranding. Das ist ja schon länger rausgekommen für die PlayStation 4 und es gibt jetzt bald einen Director's Cut für die PlayStation 5. Von dem Spiel gab es da bisher noch kein PS5-Upgrade. Das wird eben damit nachgereicht. Es ist so, es heißt Director's Cut, das heißt, es gibt wohl neue Spielkapitel. Ich sehe auch im Trailer, der zuerst gezeigt wurde, das sind neue Spielareale. Das ist definitiv nichts, was im Grundspiel mit dabei war. Allerdings ist noch ein bisschen unklar, weil wir noch nicht wissen, wann kommt das raus. Und wird es extra was kosten? Wird es ein PS5-Upgrade gratis geben? Man weiß es noch nicht. Wird es auch, das ist auch die große Frage nach diesem Trailer, mehr Stealth-Gameplay geben, so wie in Metal Gear Solid? Das ja leider nicht angekündigt wurde. Außerdem war diese Woche das Summer Game Fest, eine Veranstaltung, wo auch viele, viele weitere Spiele bereits angekündigt wurden. Und unter anderem wurde ein neuer Ableger der Borderlands-Reihe angekündigt, namens Wonderlands. Es gibt ein neues Metal Slug Taktikspiel. Es gibt ein neues Jurassic World Evolution. Teil 2 nämlich kommt davon. Lost Ark kommt in den Westen. Es gibt eine Season 4 von Warzone. Es gibt was Neues zu Among Us, neue Spielmodi. Neues Indie-Spiel namens Salt and Sacrifice. Etwas Neues zu Solar Ash. Viele Erweiterungen und DLCs von vorhandenen Spielen. Es gibt ein neues Aufbauspiel namens Two Point Campus, wo ihr eure eigene Uni aufbaut. Neue Karte hier zu Escape from Tarkov. Neuer Koop-Shooter namens Anna Cruises. Ein Online-Battle Royale namens Blood Hunt, für das im Universum von Vampire the Masquerade spielt. Dann ein neuer Teil von Dark Picture Anthology, nämlich House of Ashes. Tales of, neuer Teil kommt namens Arise. Neuer 2D Jump'n'Run namens Planet of Lana. Und so geht's weiter. Monster Hunter Stories 2 ist unter anderem auch noch angekündigt worden für die Switch. Back 4 Blood kommt als Beta im August. Tribes of Midgard ist noch ein weiteres Koop-Action-RPG, ähnlich wie Valheim. Aus dem Evil Dead The Game, das wurde ja schon vorgestellt, das wurde jetzt eben nochmal größer gezeigt. Allerdings ist die E3 noch lange nicht durch, denn am Sonntag geht es auch gleich weiter. Da wird nämlich Xbox und Bethesda ihre neuen Spiele zeigen und enthüllen. Und ich hoffe ich erwarte da vieles. Ich werde das Ganze auch am Sonntag im Livestream natürlich mit streamen. Da könnt ihr natürlich gerne mit dabei sein. Das geht um 19 Uhr los. Am selben Abend wird auch Square Enix noch einiges zeigen. Und am Dienstag wird Nintendo noch ihre eigene Konferenz, ihren Livestream abhalten, wo ich auch sehr gespannt bin. Denn wir warten ja eigentlich schon lange, lange auf ein neues Modell der Switch, nämlich die Switch Pro, die jetzt hoffentlich bald an den Start geht. Und ich hoffe auch, dass die dort dann angekündigt wird. Also, es gibt noch einiges zum Thema E3, da bleiben wir auf jeden Fall noch dran. Wir kommen zu den Neuerscheinungen der Woche und diese Woche freuen sich PS5-Besitzer natürlich auf Ratchet & Clank Rift Apart, das diese Woche herausgekommen ist, gleichermaßen in einer Standard- und einer Digital Deluxe Edition. Wenn ihr mehr zu Ratchet & Clank sehen wollt, gibt es natürlich auf dem Zweitkanal, nämlich Pixel Connect Games,
Gameplay direkt aus dem Spiel, das ihr euch sehr, sehr gerne gönnen könnt, für den Fall, dass euch das interessiert. Außerdem gab es jetzt das Upgrade von Final Fantasy VII, und zwar für die PS5. Das Upgrade von der PS4-Version auf die PS5. Wenn ihr das Spiel habt, also das Final Fantasy VII Remake auf Disc oder Download, dann könnt ihr gratis ein Upgrade kriegen auf die PS5. Aber das versprochene Zusatzkapitel mit Yuffie, nämlich das Zusatzkapitel namens Episode Intermission, das wird extra kosten. Das ist noch nicht verfügbar, das wird aber voraussichtlich, ich glaube, 20 € kosten. Das muss man sich dann extra gönnen, aber das PS5-Upgrade ist gratis. Außer ihr habt die PS Plus-Version von Final Fantasy VII Remake. Das könnt ihr nämlich nicht gratis upgraden. Ja, ich weiß, das ist kompliziert. Und für den Fall, dass ihr jetzt neu einsteigen wollt, das Spiel gibt es auch jetzt einzeln zum Vollpreis, eben das Final Fantasy VII Remake Integrate. An Integrate, an dem Titel erkennt ihr, dass es die PS5-Version ist. Dann schauen wir noch, was sich auf dem Kanal hier getan hat. Es gab einige interessante Videos, vor allen Dingen natürlich ein Frage-Antwort-Spielchen rund um das Fanatec CSL DD, ein neues Lenkrad vom Lenkrad-Spezialisten, wo nochmal viele Fragen geklärt werden, wie etwas abläuft. Das Gerät, das Lenkrad kommt erst später im Jahr raus, zunächst mal für PC und Xbox, später dann wohl auch für die Playstation. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal informieren vorab, was alles Sache ist. Auf dem Kanal von Frau Pixel gab es außerdem noch ein sehr interessantes Video zum Thema PS5 Fake Shops. Die PS5 ist ja nach wie vor überall ausverkauft und taucht nur, ich sag mal, minutenweise bei verschiedenen Händlern auf. Und entsprechend gibt es natürlich aber auch dummerweise unseriöse Fake Shops, die eben die PS5 im Angebot haben, vermeintlich im Angebot haben, die euch aber nur abzocken wollen. Und in dem Video erklärt euch Frau Pixel, wie ihr solche Fake Shops entlarven könnt. Vergesst auch nicht, diesen Kanal gerne zu abonnieren und schaut auch gerne beim Zweitkanal Pixel Connect Games vorbei. In diesem Sinne, macht's gut und bis dahin.